Du hast es gewagt, endlich Einfluss darauf zu nehmen, was sich in deinem Leben entwickeln soll. Hast vielleicht verschiedenste Manifestationstechniken ausprobiert oder auch deine neue gewünschte Realität visualisiert. Und dann passiert gar nichts? Woher weißt du, ob deine Manifestationsversuche tatsächlich etwas bewirkt haben? Das finden wir heute heraus. Herzlich willkommen, ich bin Charlotte Droth, Gründerin der Droth Academy und Mentorin. Die Wirkung deiner Manifestationsversuche kann extrem unterschiedlich ausfallen. Der Zeitpunkt, zu dem sich die Wirkung einstellt oder auch die Form, in der die Wirkung kommt, können sehr stark variieren. Und wenn man nicht weiß, wie man die Zeichen zu deuten hat und worauf man zu achten hat, dann kann man schon mal in Frustration oder Missglauben verfallen. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, in welchen Formen diese Manifestationswirkungen sich einstellen können. In den seltensten Fällen tritt genau das ein, was du dir gewünscht hast. Ich glaube, das wird klarer, wenn wir uns mal ein ganz konkretes, aber simples Beispiel anschauen. Angenommen, du hast dir 10.000 Euro manifestiert. Die erste Art der Wirkung ist, dass das Geld auf direktem Wege zu dir fließt. Zum Beispiel wird es dir vererbt oder es wird dir geschenkt oder du findest es oder verdienst es auf einen Schlag. Das heißt, du besitzt plötzlich diese gewünschte Geldsumme. Und diese Art der Wirkung ist eigentlich ganz eindeutig und lässt gar nicht viel Interpretationsspielraum offen. Und das ist so ein typischer Fall für Manifestieren, fühlt sich wie Zaubern an. Aber wie du dir vielleicht denken kannst, ist diese Art der Wirkung eher selten. Erstens erfordert es ein sehr hohes Maß an manifestatorischer Kraft, um einfach mal so ping eine Geldsumme zu materialisieren. Und zweitens ist das Geld ja in ein System eingebunden und wir sind auch in ein System gebunden und in dieser Bindung erfordert es oft mehr als nur einen Hebel, der bewegt werden will, um solch eine gewünschte Geldsumme in Bewegung zu bringen. Außerdem ist das auch noch von weiteren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel deiner Lebensaufgabe, Lektionen, die deine Seele lernen möchte, innere Blockaden etc. Eine weitere Art der Wirkung, wie das Geld zu dir fließen kann, ist, indem sich deine Lebensumstände verändern. Denn oft befinden wir uns gar nicht in der richtigen Ausgangslage, damit das Geld zu uns fließen kann. Oft müssen da erst Türen geöffnet und Pfade geebnet werden, damit das Geld den Weg zu uns findet. So kann es sein, dass du erstmal gar keinen Geldfluss bemerkst, aber sich zum Beispiel die Chancen auf einen neuen Job ergeben oder du eine Geschäftsidee hast. Da können dann teilweise auch so Sinneswandel plötzlich auftreten, wie zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf meinen Vollzeitjob, auf eine 40-Stunden-Woche und für irgendjemanden zu arbeiten. Stattdessen baue ich jetzt meine eigene Selbstständigkeit auf. Oder du schmeißt dein Studium hin und studierst endlich das, was dich schon immer interessiert hat. Oder machst eine Ausbildung. Also solche plötzlichen Veränderungen können ebenfalls Zeichen für sehr kraftvolle Manifestation sein. Es darf dir bewusst sein, wenn du anfängst zu manifestieren, bringst du die Dinge wirklich ins Rollen. Und natürlich können daraus auch erstmal persönliche Krisen oder Zeiten der Instabilität und Unsicherheit entstehen. Denn ja, wenn du zum Beispiel deinen Job verlierst durch deine manifestatorische Arbeit, dann wirkt das erstmal wie genau das Gegenteil von Geldfluss. Aber oft ist es nötig, dass gewisse Strukturen abgebaut und abgerissen werden, damit neue Strukturen aufgebaut werden können, die dann den Geldfluss überhaupt ermöglichen. Also das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Ich persönlich begrüße solche krassen Veränderungen immer, weil ich finde, dass man dadurch das Leben und seine Eingebundenheit in die Systeme sehr stark spürt. Und das bringt ja auch eine gewisse Aufregung und Spannung mit. Ich finde das irgendwie immer schön, wenn Wandel im Raum steht und begrüße das sehr. Aber ich weiß eben auch, dass Manifestationswirkungen auch so aussehen können. Das darf man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und da ja mit einem gewissen Urvertrauen auf die Dinge gucken. Okay, bleiben wir mal bei den indirekten Wirkungsweisen. Es kann auch sein, dass neue Menschen in dein Leben treten, die etwas in dir anstoßen, wodurch dein Innerstes in Bewegung kommt. Diese Engel oder Seelenmenschen oder wie auch immer man diese lieben Helfer nennen möchte, bewirken
durch das Spiegeln deiner Verhaltensweisen zum Beispiel oder auch durch das Triggern alter Themen oder durch das Aufreißen alter Wunden, dass in dir ein Wandel passiert. Und dieser Wandel ermöglicht dann erst das Empfangen des gewünschten Geldes. Also oft sind hier dann auch Seelenaufgaben mit im Spiel oder Lektionen, die die Seele lernen möchte oder Erfahrungen, die noch gemacht werden sollen, bevor man Fülle in Form von Geld erleben darf. Eine weitere subtile Wirkung ist das Bedürfnis nach einem Ortswechsel. Es kann sein, dass nach manifestatorischer Arbeit der Zwang oder der Drang oder das starke, dringliche Bedürfnis nach einem Umzug in einem aufkeimt. Manifestatorische Arbeit bewirkt oft, dass sich unser Innerstes so drastisch verändert, also unsere Ansichten, Gewohnheiten, Vorlieben, dass man sich oft anfangs erstmal denkt, das bin doch nicht ich. Aber dann ein paar Jahre später oder ein paar Monate später, wenn man auf diesen Moment zurückblicken kann und reflektieren kann, merkt man, das kam aus mir heraus. Wie immer kommt alles aus einem heraus und alles entsteht in einem selbst. Du merkst, das sind jetzt schon deutlich indirektere und subtilere Wirkungen und Zeichen von manifestatorischer Arbeit, aber auch solche krassen Veränderungen wie Ortswechsel, neue Menschen kennenlernen, vielleicht auch Beziehungsabbruch, in eine neue Beziehung rein, Jobwechsel und so weiter, so Sachen, die einen so richtig aufrütteln, können längerfristig dazu verhelfen, dem Wunsch näher zu kommen. Um den Überblick zu behalten über all diese Wirkungen, die ja gar nicht so eindeutig sein müssen, wie du jetzt rausgefunden hast, und aber auch die Ursachen, die ich gesetzt habe, führe ich persönlich ein Tagebuch. Das ist mein Magietagebuch, denn mittlerweile weißt du vielleicht, dass meine liebste Manifestationstechnik die Kerzenmagie ist. Und in diesem Tagebuch halte ich eben die Zauber fest, die ich durchgeführt habe, also die Ursachen und dann aber auch die Wirkungen später, wenn ich sie bemerke und wenn ich sie vor allem dann auch einem speziellen Zauber zuordnen kann. Magisch zu wirken oder zu manifestieren ohne Tagebuch ist so ein bisschen vergleichbar mit nachts tolle Träume haben, sich aber am Morgen nicht daran erinnern. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr wichtige Sache und kann es jedem nur ans Herz legen, der das Manifestieren und das magische Arbeiten ernsthaft angehen möchte. Kommen wir abschließend noch zu einer Sache, die mir noch am Herzen liegt. Bevor du anfängst zu manifestieren, empfiehlt es sich, eben jene Sache vorher zu prüfen. Damit meine ich zu testen, ob du das, was du dir gerade wünschst, wirklich willst und ob du auch die ganzen Konsequenzen, die damit einhergehen könnten und die Wirkungen, die kommen könnten, tatsächlich in deinem Leben begrüßt. Und die wichtigste Sache, ob du damit einer anderen Person schadest. Genau für diesen Zweck habe ich einen kostenlosen Manifestationskodex erstellt. Hier findest du Schritt-für-Schritt Anleitungen, wie du deine Sache mit einer einfachen Visualisierung vorher prüfst, bevor du sie eben in die Manifestation bringst. Du wirst hier also angeleitet, wie du diesen Test durchführst. Und diesen Kodex findest du auf meiner Website im Mitgliederbereich. Mitglied wirst du ganz einfach, indem du dir einen Account auf meiner Website erstellst und sofort werden dann alle Inhalte in diesem Mitgliederbereich für dich kostenlos zugänglich. Neben dem Kodex findest du hier auch interessante Artikel und Tagesimpulse, aktuell hauptsächlich zu den Themen Manifestation, Visualisierung, Kerzenmagie. Guck da sehr gerne mal vorbei, ich freue mich, wenn du meine Angebote da nutzt. Okay, das war's jetzt mal zum Thema Manifestationswirkungen. Beobachte du gerne mal, welche Wirkungen sich bei dir einstellen, nachdem du manifestiert hast und vor allem, ganz wichtig, auf jeden Fall auch die Wirkungen dokumentieren, damit du dich derer bewusster wirst und auch, ganz wichtig, sie auch feiern kannst. Vielen Dank für dein aufmerksames Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!